Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist Talk. Wenn euch der Plausch gefällt, lasst ein Abo da, haut auf die Glocke. Heute zu Gast Shira. Wir reden über Münchens neuen Hip-Hop. Missy Elliott coming soon. Warum musst du so stur sein? Warum muss ich so stur sein? Vielleicht haben wir kein Glück verdient, nein, das nicht allein. Sag mir nicht, du liebst mich, vergiss mich, streich mich aus deinem Kopf. Frag mich, wie's mir geht, so lange her, doch du denkst an mich immer noch. Sag mir nicht, du liebst mich, vergiss mich, streich mich aus deinem Kopf. Frag mich, wie's mir geht, so lange her. Gende wie Creed, Bon Appetit, 380 Kanaken mit Jeeps und ich schieß straight auf den Beat und deine Jungs gehen vor uns auf die Knie. Legende wie Creed, Bon Appetit, 380 Kanaken mit Jeeps und ich schieß straight auf den Beat und deine Jungs gehen vor uns auf die Knie. Servus Shira, was geht ab heute in den Soundstar Studios? Der neue Neuperlacher Stern, der Souls, der Gefühle, des Gesangs, bald auch des Raps. Ja, schauen wir mal. Erzähl mal, woher kommst du, was machst du, mit wem machst du Musik, seit wann machst du Musik? Also, ich bin Shira, ich komme aus Neuperlach und ich mache jetzt seit 1 bis 2 Jahren ungefähr Musik mit Ramon von Takino Entertainment, da bin ich mit am Start. Dein Entdecker. Genau, Ramon. Vielleicht auch kleiner Mentor. Ich küsse dein Herz, Bro. Kleiner Teufel auch, oder? Ja. Ne? Ja, normal. Ja, echt wie mein Bruder geworden. Ja, ihr seid auf jeden Fall dann eine eingeschworene Gruppe. Wir hatten ihn auch schon im Interview da. Yes. War auf jeden Fall sehr witzig mit ihm, wie fast immer. Immer, ja, wirklich. Dein Kollege Amito hat auch gerade ein Album rausgeballert. Ja, voll. Vielleicht kommt er auch mal hier als Gast, wenn er wieder was rausdrückt. Auf jeden Fall, ja. Er muss auf jeden Fall auch hierher kommen. Wie würdest du deine eigene Musik beschreiben? Wie ich meine Musik beschreiben würde? Ja, emotional und ja, so love-mäßig, ne? So Heulsusen-mäßig. Ja, aber auch mit so Message, oder? Mikrofon ein bisschen. Genau, auch. Ja, schon Message auch, ja. Was erwartet man so von dir? Die denken alle, jetzt macht sie so Love-Songs, aber Legenden wie Greed war jetzt auch eine bisschen härtere Hookline auf jeden Fall. Ja. Direkt gestartet mit großes K, auch Takino. Yes. Ist auf jeden Fall eine starke Kombination gewesen. Ja, ich fand's auch mega nice, ja. War auf jeden Fall auch mal was anderes, ja. Das Video war auch von Figaro Artworks, oder wie spricht man die Maus? Figaro Artworks, ja. Figaro. Figaro. Du hast erzählt, jetzt wohnst du nicht mehr in Neuperlach. Ich wohne nicht mehr in Neuperlach. Jetzt bist du mehr dörflicher gelegen. Ja, voll so, Häusergegend, dies, das. Gleich Diskriminierung abbekommen, Neuperlach. Ja, so Blicke halt, ne? So, man ist halt so das Ghetto-Kind dann dort, ja. Vom Äußeren, von der Nationalität, ne? Man ist einfach anders und man fällt auf. Aber ist halt so, ne? Kommt ja, gut was klar. will man heutzutage noch den Leuten erzählen? Normalerweise 2021, so Mensch ist Mensch. Wir sind alle und Menschen, sowas. ja, so. Wir bestehen alle aus demselben Blut. Weißt du? So, welche Herkunft hast du? Ich bin Araberin, ja. So, machst du dann auch arabische Sachen in Zukunft? Ich habe vor, die Sprache so ein bisschen mit einzubeziehen, aber jetzt nicht nur auf Arabisch. Weil da kann man bestimmt krasse Melodien auch machen im Hintergrund, im Beat. Ja, und so. vielleicht auch mal eine Hook, so komplett auf Arabisch. Ne, das passt auch mega gut in dieses Liebesding, ne, theatralische Sprache. Normal, ich sehe ja immer Chatsetter so oder so. Ja, Shira in allen Hotels unterwegs, in allen Hotelkantinen. immer am Essen. Immer am Essen und am Genießen. Da muss ja bestimmt mal was kommen aus dem Orient. Ja, safe. Also ich habe schon vor, das mit einzubauen, habe auch schon so versucht, ein paar Sachen zu schreiben, bin noch nicht so zu dem perfekten Endergebnis gekommen, aber es wird was kommen, safe.
Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Wann kommen die nächsten Projekte von dir? Was ist so geplant? Jetzt demnächst, ne? Also ich will raushauen, ich bin motiviert, ich Du mach hast gesagt, Druck. du machst Druck Ich beim mach Takino, Druck. ja? Gehst Ja, du schon so. auf die Nerven, ja? Ja, ich bin auch so eine Nervensäge, ne? Also ich bin so das Mädchen in der Gruppe halt, ne? Und ja, ich glaube, man muss einfach sagen, so, hey, ich will jetzt das machen, ich will das machen, dies, das, weil nicht, dass dann so rüberkommt, als hätte man selber keinen Bock, so, dann, man kommt nicht in die Pötte dann. Man muss ein bisschen dahinter stehen, dies Normal, man machen, muss das. zeigen, dass man es auch wirklich will, auf jeden Ja, Fall. ich hab Bock, auf jeden Und Fall. kontinuierlich raushauen. Wir wissen alle heutzutage, Algorithmus, dies, das. Ja, und Einmal im vor Jahr allem, raushauen ist nichts mehr. nee, ist auch, man muss im Gespräch bleiben, ne? Ja, man muss auf jeden Fall dafür sorgen. Und du sorgst ja auch ein bisschen für eine mysteriöse Erscheinung. Die Cappy verdeckt dein Gesicht. Ja, Ist bisschen. jetzt mittlerweile dein Markenzeichen, auch in den Clips. Voll, ja. Also ich bin nur so unterwegs, auch wenn wir irgendwo Auftritte haben oder so. Immer hier die Cappy im Gesicht und genau. Das privat heißt Abstand. Ja. Spricht mich nicht an. Ja, nein, so jetzt auch nicht, aber so, ne? Ein bisschen. Einfach ein bisschen die Privatsphäre wahren. Genau, ja. So, aber wenn es mal irgendwann mit der Musik vielleicht doch noch richtig hinhaut, was durchaus möglich ist als Female Rapperin heutzutage. Hoffen wir's, ne? Hoffen wir's, ja. Ja. München, warum nicht? Ruhr ist jetzt der erste Female Act schon zu Life is Pain. Ja, sie hat's geschafft, auf jeden Fall. Also ist es auf jeden Fall auch möglich für andere so. Ja, ja, klar. Warum auch nicht? So, Taki- alles ist möglich, ne? Takino hat auch mir erzählt, die wurde ein Jahr schon beobachtet. Das heißt, da will man natürlich auch Leistung sehen. Also kann ich dir auch nur empfehlen, drück den Takino an die Wand und sag so, jetzt muss alles raus. Ja, Seleme Ramon. Ja, Deine Nee. neuen Sachen, du hast gemeint zu mir vorhin, 4, 5 Tracks sind schon aufgenommen. ja. Ein paar wahrscheinlich schon auch geschrieben wieder. Ja, ich glaube, mittlerweile 15, 16 Songs fertig geschrieben, die noch nicht aufgenommen sind, die Ramon wahrscheinlich auch gar nicht, ich glaube, Ramon hat sie auch noch gar nicht gehört. Ich bin produktiv, ich schreibe ein Lied in einer Nacht so. Wahnsinn, jetzt muss er sich aber dann ranhalten. 16 Tracks nicht aufgenommen und 5, 6 schon unveröffentlicht fertig. Ja, also ich bin auf jeden Fall am Hustlen, ne? Aber das kommt einfach so, ne? Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich muss jetzt einen Song schreiben oder so, sondern ich bin, weiß ich nicht, man ist in der Nacht wach, man denkt nach, man schreibt seine Gedanken einfach auf, so. Und Normal. dann entsteht sowas. Man muss fühlen. Der Genau, man richtige kann nichts Moment, planen, ja, Der Moment muss meistens stimmen. dass Voll, es ja, dann der richtig Vibe. rüberkommt. genau. Was für Vibes erwarten uns überhaupt so? Also von den Beats her, Drill, Trap, Dancehall, Ja. langsam, balladenmäßig, Nein, keine Ahnung. also ich, Sharon David-Style, bam, bam. das ist der- nein, nicht so ganz. So eher so Hover-Style-mäßig, Love-mäßig und emotional, aber ich will auf jeden Fall auch was, wo ich Rappe raushauen. Aber ist auf jeden Fall schon so eine Idol schon ein bisschen von dir, oder? So, also die Richtung, wie sie das macht. Voll, ja, also ich liebe den Style. Finde ich geil. Welchen Song findest du am stärksten von ihr? Ich weiß gar nicht. Es gibt so viele krasse Lieder von ihr. Ich weiß gar nicht jetzt, wie das eine heißt. Also Auf der Flucht auf jeden Fall geil. Wie heißt Molim? Heißt das andere, glaube ich, ja. Also sie hat viele starke Lieder. Mailbox. Mailbox ist auch geil, ja. Also viele. Welchen Female Act feierst du noch? Zurzeit gerade am meisten Liz. So asozial auf die Kacke hauen, ja. Voll, ja. Also ich glaube, ich könnte nie so einen Text schreiben, wo ich so richtig asozial und so bin, ne? Aber ich feiere das bei anderen extrem, ja. Wenn sie sich so gehen lassen können. Ja, voll und einfach so Gangster sein als Frau. So Credibility so. Ja, voll. Street Credits. Ja, voll. So eine Frau kann auch Gangster sein, so, weißt du?
Auf jeden Fall. Ja. Warum nicht? Schwester Eva hat es ja vorgemacht. Schwester Eva. Zum Glück jetzt Free Schwester. Free Schwester Eva. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich Ja. habe jetzt nur gesehen, sie schreibt, glaube ich, ein Buch. Ja? Ja. Die kann auf jeden Fall viel erzählen. Ich habe mir mal Interviews auch von ihr angeschaut. Krass, was sie alles erlebt hat und so. Ja, Frankfurt ist jetzt auch nicht unbedingt die softeste Ecke so in Deutschland. Überhaupt nicht. München ist ja dagegen Oder so im nichts. Milieu auch noch. Ja, Rotlicht, voll. Rocker, Zuhälter, Alles. Junkies, dies, alles. das. Da ist ja alles vertreten, das Voll, ganze ja. Klientel auf jeden Fall. Ja, voll. So, aber du willst jetzt in dieser Love-Schiene bleiben erstmal oder Nee. kommt dann am Ende doch mal vielleicht so ein Bretter-Song wie von Liz? Vielleicht nur ein bisschen abgeschwächtere Form Ja, jetzt. abgeschwächt auf jeden Fall. Nee, also ich selber bin nicht so in dem Film, aber ich höre es mir gern an. Aber ich will auf jeden Fall auch mal rappen und auch über was anderes. Ich bin auch gerade am Schreiben, wo ich nicht über Love singe. Ja. Gibt es auch so ein bisschen wie Battle-Texte bei dir oder sind es dann schon eher immer so Storytelling-Sachen? Weil jetzt so Liebessongs sind ja meistens so ein bisschen storymäßig aufgebaut. Ja, also nee, Story nicht. Einen zum Beispiel, der ist auch schon aufgenommen, aber so skizzenmäßig. Schon etwas anders. Also ich diss da jetzt niemanden speziell, aber halt, ne, ich bin eine Frau, ich kann auch was und ich lasse mir auch nicht von Männern sagen, dass ich irgendwas nicht kann und so, weißt du? Also du vertretest in dem Song mehr oder weniger die Frauenpower. Voll, auf jeden Fall, ja. So, was hältst du von Rapperinnen wie Shirin David, die jetzt auch Sexappeal einfließen lassen in das Biss? Das gab es ja lange Zeit gar nicht Ja, in Deutschland mit Tanzen, Haut zeigen, den Booty wackeln lassen in die Cam und voll abgehen einfach. ich find's geil, so jeder soll sein Ding machen. Frauen an die Spitze. Frauen an die Macht, nein, Spaß. Nee, aber ich find's geil, wenn Frauen das machen, auf was sie Bock haben. Und ja, einfach, ne, für was soll man sich schämen, so, weißt du, wie ich meine? Wir sind alle Menschen. Ja, wenn du immer in der Und- Hood hängst, mit der Hood bist, warum kannst du nicht Hood Sound machen? So. Ja, voll, auf jeden Fall. Und wenn sie in diesem Film ist, ich bin sexy, ich bin geil, ich will meinen Körper zeigen und so, dann soll sie das machen. Warum nicht? Ja, so, oder wie die Katja zum Beispiel, die macht's ja noch übertriebener eigentlich. Ja, Also ich fand den Song mit Flair auf jeden Fall sehr stark, sonst ja, verfolge die Songs- ich ihre Musik jetzt nicht so hart. ja, nee, ich auch nicht, aber man hört ab und zu was, ne? Zum Beispiel den Song mit Elif. Mit Elif, glaube ich, war der Highway oder so. Brutal. Die haut mittlerweile echt krasse Sachen raus. Früher konnte ich das nicht so ernst nehmen, wo sie dann hier keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie ihr erstes Lied hieß, aber war halt so. Das war halt so ein bisschen cringe. Ja, auf so übertrieben für Hip-Hopper so. und auf provozierend und so, weißt du, wie ich meine? Aber mittlerweile, die macht krasse Sachen. Ich habe auch mir Interviews von ihr angeschaut. Also ich finde jede Frau, die Musik macht, cool. Ich finde es geil, wenn man seinen Traum lebt, wenn man einfach die Sachen macht, auf was man Bock hat, so. Und ich finde auch die Geschichten immer interessant, ja, weil jeder Mensch hat ja eine Story, warum er so ist, wie er ist. Ja, natürlich. Genau. Und die hat auch viel erlebt. Die hat auch krasse Sachen hinter sich. Und ja, auch mit dem, wie sie halt früher war auf YouTube und so, was sie halt da, was sie repräsentiert hat, was sie gezeigt hat. Ne, aber sie hat was draus gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Also an Geld mangelt es auf jeden Fall, glaube ich, nicht Nee, mehr. voll. An Aufmerksamkeit auch nicht mehr. Nee, und ich finde es auch jetzt besser, was sie macht, weil damals war es halt, ne, viele kleine Mädels schauen sich sowas an. Ne? Viele kleine Mädels sind auf YouTube und landen dann auch bei solchen Videos. Und ich weiß nicht, ob man sowas mit 10, 11 Ja, okay, aber sehen da muss. könnte man auch als Artist natürlich die Sperre aktivieren. Dass Könnte man, erst ja. ab 18 das geschaut wird. Könnte man, macht aber, So. glaube ich, keiner. Ne? Außer wenn YouTube die Sperre reinhaut. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Videos mit Katja werden meistens schon so gebannt auf 18. Also Ja, straight. ne, YouTube merkt sich das ja. Ja, normal. Der Algorithmus, der gute Alte, der gibt auf jeden Fall nie auf. Auf jeden Fall. Mit großes K ist da noch was geplant oder habt ihr nur den einen Song gemacht? Wie schaut's da aus?
Du, weiß ich gar nicht. Also ich glaube schon, dass da auf jeden Fall Interesse ist, dass da noch was gemacht wird, aber wann, ob wirklich und so, weiß ich nicht. Und auf den Takino Label, Sampler, Mixtape bist du auch vertreten da? Auf jeden Fall, da bin ich auch am Start. Ich glaube, da sind wir alle drauf. Kreuz und quer, Singles, Features. Ich glaube, da ist alles mit dabei. Für jeden auch was dabei. Ja, da werden auf jeden Fall krasse Dinge. Auch Solos oder nur Features mit dem Takino? Auch Solos, auf jeden Fall. Hast du mit anderen von deinem Label auch schon gefeatured oder jetzt ist momentan der Vibe mehr so mit dem Takino so? Nee, also ich weiß nicht, mit Ramon habe ich einfach am meisten bis jetzt Features gemacht. Aber mit Sahbi habe ich auf jeden Fall auch Features. Und ich habe auch ein Feature mit dem Ramon, wo der Amito auch drauf ist. Jetzt hat das geschafft. Ja, cool, auf jeden Fall. Da sind wir zu dritt drauf, ja. So ist das der größte. Na, ihr habt ja schon einmal auch einen Track rausgebracht, wo ihr auch alle drauf wart, oder? Da waren genau, ja. 5 Rapper. Genau, aus 2 werden 5. Genau, da hast du auch die Hook gemacht, glaube ich. Nee, ein Part. Da hat jeder von uns nur einen Part gehabt. Hook gab's da gar nicht. Gab's komplett nicht? Nee. So, ja, krass. Da waren nur 5 kurze Parts einfach. So. Und Feedback war gut? Schon, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall richtig krasse Scheiße, was ihr da die ganze Zeit macht. Videoblogs, irgendwelche Shows, Musik und nebenbei noch die ganze Jugendarbeit auf jeden Fall. Ja. Bist du da auch involviert? Oder ich bin da auch involviert, ja. Ja, sehr cool. Ich bin da auch immer am Freitag dabei mit den Kids in Neuperlach halt. Ich versuche auch, oder ich soll auch eine Mädelsgruppe von Neuperlacherinnen, sage ich jetzt mal, aufbauen. Sachen Rap oder Pop oder ist egal? Nee, jetzt so Jugendarbeit mäßig. Also jetzt auch gar nichts mit Musik. Wenn die Bock drauf haben, natürlich sehr gerne. Würde ich mega feiern. Aber eher so, dass man so eine kleine Gruppe ist und dann halt zusammen was unternimmt und so. Und dass ich halt auch so sehr engagiert auf jeden Fall das ganze Label. Ja. Alles junge Leute. Ja, ich wünschte, sowas hätte es auch. Mir. Ja, danke. Wir hätten uns darüber auch gefreut. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe zu rappen. Wir dachten, die einzigsten Studios, die existieren, sind in Berlin. So, keine Ahnung. Ja, man stellt sich das alles viel schwerer auch vor. Ja, es war damals auch tatsächlich schwerer. Also ja. Heutzutage ist alles relativ günstig. Man kann mit relativ wenig Geld gute Musik schon starten. So früher war das alles ein bisschen komplizierter, mehr Hardware, mehr Geld, mehr Probleme. Fall, ja. Auch nicht jeder, der sich damit auskennt. Und es war sehr teuer. Also wo ich 16, 17 war, haben wir uns informiert gehabt in Studios vergleichbar mit Soundstars jetzt. Da hat die Stunde 400 € gekostet. Boah, krass, ja. Und da war noch nicht mal der Produzent mit dabei. Da hättest du dich dann selber produzieren können. So. Ach, krass. Ja, das ist schon hart. Ne? Das waren noch die anderen Zeiten auf jeden Fall. Bevor wir jetzt noch zum Ende kommen, die legendäre Frage: Traumfeature international, Traumfeature national? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so ein Feature mit Nemo wäre geil. Oder mit Hava wäre, glaube ich, auch richtig Hammer. Das wäre cool. Und international? Weiß ich jetzt gar nicht. Die jungen Leute hören alle keine internationale Musik mehr. Ja, vielleicht, nee. Nee, keine Ahnung, weiß auch gar nicht. Auch nicht von toten Sängern international? Oder Rappern? Ich glaube nicht. Boah, Shira setzt sich durch auf den Markt, überrundet alle Legenden. Legende wie Creed auf jeden Fall. Shira, war sehr schön mit dir. Danke. Wir hoffen, wir sehen dich bald wieder, wenn deine Projekte starten und du natürlich zu Promotion-Zwecken wieder hier bist und deine Projekte vorstellst.
Auf jeden Fall gerne. Takino Entertainment ist jetzt raus. Bam. Das war eine weitere Folge Artist Talk. Wenn es euch getaugt hat, lasst ein Abo da, lasst ein Kommi da, so oder so den Daumen nach oben. Folgt Shira und gebt euch böse die nächsten Interviews.